Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen auf einem neuen YouTube-Video auf unserem Kanal. Heute dachten wir uns, machen wir einen Wocheneinkauf, Fitnesseinkauf mit 100 Euro. Wir gucken mal, ob wir den Wagen voll kriegen werden mit 100 Euro. Ich würde sagen, holt euch einen Zettel raus, einen Stift. Viel Spaß beim Video. Spätestens. Also jetzt, bevor wir jetzt nochmal reingehen, habt ihr jetzt genau nochmal 3 Sekunden Zeit, um den Kanal zu abonnieren und ein Like auf das Video dazulassen. So, wir sind super vorbereitet, weil wir haben es alles auf eine PDF runtergeschrieben, damit wir auch nichts vergessen. Wir hatten diesen Einkauf vor 2 Wochen schon gemacht. Ich hoffe, dass die Preise gleich geblieben sind, aber ich denke mal schon. Ich werde diese PDF unten in der Bio verlinken, dass ihr das euch runterladen könnt, weil wir haben sogar dazu einiges an Rezepten noch dazu gemacht, wie ihr aus diesen Lebensmitteln sozusagen für euch Rezepte machen könnt. Wir haben jetzt diesen Einkauf demnach gemacht nach einem Mann, 80 Kilo, damit er ungefähr so 160 Gramm Eiweiß pro Tag hat. Das wäre jetzt genauso für 7 Tage mit den Lebensmitteln, die wir jetzt einkaufen. Also theoretisch nach meinem Empfinden. Könnt ihr dann natürlich dann für euch anpassend dann koordinieren etc. pp. Wir gucken jetzt einfach, dass wir einen super ausgewogenen Einkauf haben, wo man viel Eiweiß hat, gute Kohlenhydrate und für 100 Euro, was man jetzt heutzutage so bekommt. Let's go. Das Bodyguard hier, Dings. Nein, Spaß. Ich sorge dafür, dass niemand. Nein, er sorgt dafür, dass nicht was ist. Nee, Adet ist auch dabei natürlich. Er wird nebenbei noch einen Taschenrechner rechnen, damit wir auch relativ in der gleichen Range bleiben. Wenn es am Ende jetzt mal so 100 Euro, 10 Euro mehr oder weniger ist, dann soll es so sein. Aber wir versuchen schon so relativ nah an der 100 Euro ranzukommen. Manche Produkte kaufst du ja einmalig und die halten dann einen Monat. Ja, genau. Zum Beispiel, wenn du jetzt so eine Flasche Olivenöl holst, das ist ja nicht für eine Woche, sondern das ist ja gefühlt für 3 Jahre. Ich finde super, dass immer direkt am Eingang immer direkt Obst, Gemüse ist, weil du hast erstmal genau die guten Sachen, die du erstmal greifen musst, bevor du überall irgendwo reingehst. Die machen es aber auch smart, dass sie diese Süßigkeiten und so immer zum Ende machen, weißt du, wa? Dass du dann immer noch mal zum Ende hin schwach wirst. So, wir haben jetzt hier erstmal 3 Paprikas. Wir nehmen hier die Tiefpreis, 1 Euro. Wir haben jetzt hier 4 Stück in einer Tüte, 500 Gramm. Paprika haben wir 1,39 Euro. Warum rote Paprika? Hat am meisten Vitamin C. So, dann nehmen wir Gurken. Wir nehmen 3 große Gurken. Wo sind Gurken? Eisbergsalat. Genau. Paul koordiniert auch stark. Ein Eisbergsalat. Hat viel Volumen, macht gut satt. Könnt ihr immer überall mit verwenden. Ich habe letztens so ein Rezept gesehen mit Eisbergsalat, Burger. So Patty und dann so mit schöne Zwiebel, so karamellisiert. Dann Käse, so ein Cheddar-Dings. Und dann mit Eisberg, so Salat dazwischen. War schon geil, ja? Gesehen fand ich geil, irgendwie habe ich probiert. So, dann haben wir 3 Gurken. Das sind schon gute Oschis, ja? Super. Was haben wir jetzt hier? Gurke. Eine Gurke, 85 Cent. Wir haben jetzt 3 Stück Cherry-Tomaten. Aber wir nehmen erstmal auch die Karotten. 1,5 Kilo. Karotten, ich esse auch eigentlich fast immer so 1, 2 Karotten am Tag. Gut für Beta-Carotin. Macht euch braun, gut für die Augen, gut für die Haut. Hat viele Vorteile. Karotten, 1 Euro. Wir haben jetzt 1,5 Kilo Beutel. 1,60. Ist auch eine gute Alternative zu Chips und so abends zum Knabbern. Ja, safe. Wenn ihr euch dazu einen geilen Dip macht. Ich esse Karotten auch mit Honig. Aber das hatten wir in den Seasons schon mal gehabt, weißt du noch? Ja, Karotten mit Honig, so in den Honig reindippen. Schmeckt Wahnsinn. Schon mal kurz die Cherry-Tomaten. Oder warte, das ist doch hier, oder? Aktion 75 Cent, eine Packung, 250 Gramm. Wir nehmen 2 Packungen. Digga, ich merke gerade, wie geil es ist, dass wir es alles aufgeschrieben haben. Davor die Einkaufsvideos, wir sind mal Freestyle losgelaufen. Digga, vorbereitet sein ist wirklich Wahnsinn. So, dann brauchen wir Zwiebeln. Wir nehmen direkt, ich will auf jeden Fall die roten Zwiebeln, weil rote Zwiebeln haben noch mehr Antioxidantien und ist einfach geil am Geschmack. Rote Zwiebeln sind auf jeden Fall gesünder als weiße. Jetzt haben wir hier... Aber auch ein bisschen teurer, ne? Bisschen teurer, aber ich finde, da lohnt sich's. Speisezwiebeln. Wir haben jetzt hier wie viel Gramm? Das sind 500. Wenn du jetzt hier Zwiebeln nimmst, weißen Zwiebeln, das auch. Das sind 750. Kilo 2,58, Kilo 2... Oh, geht sogar. Also rote Zwiebeln sogar billiger, ja? Also Gemüsezwiebeln, stark. Hätte ich nicht gedacht, ja? Nehmen wir Dings, eine Packung auch davon. Knoblauch. So, wir versuchen ja auf den Preis zu sparen. Normalerweise würde ich jetzt Bio nehmen, aber ich denke bei Knoblauch macht den Braten jetzt nicht fett. 200 Gramm Knoblauch haben wir 1,25. Die sind billiger, aber das ist weniger. Das sind 100 Gramm. Ja, 1,25. Ist gut. Hatten wir Kartoffeln auch drin? 2 Kilo, aber ich glaube hier sind die... Das ist die Eigenmarke von Rewe. Genau, 2,50 für 2 Kilo. Ich sage Kartoffeln, beste Kohlenhydratquelle. Wenn ich mich für eine Kohlenhydratquelle entscheiden müsste, mein Leben lang, wäre es, glaube ich, Kartoffeln. Kannst du am meisten mitmachen. Pommes, Ofenkartoffeln, Chips, Kartoffelpüree ist am... Und wenn du es natürlich noch mischst mit Eiern, hast du die höchste Bioverfügbarkeit, was man haben kann an Mahlzeit. Das ist auch ist eigentlich eine deutsche Sache, ne? Also deutsches Meal, deutsches Frühstück. Bauernfrühstück, schön Kartoffeln mit schönen Zwiebeln, Eiern. Boah, Digga, ich habe gerade Hunger bekommen, einfach geistkrank. Bananen.
Hier haben wir 2 Kilo Aktion. Rewe Bio-Bananen, 1,80. Die normalen 1,99, also ist Bio sogar günstiger. Bio günstiger, wir nehmen uns natürlich dann die Bio. Wir haben hier aber keine Waage, ja. Das haben wir auch mal. Ja, 8 Bananen, jeden Tag eine Banane, super, passt. Dann würde ich noch eine Ingwerknolle, würde ich auch noch nehmen, 80 Cent. Könnt ihr eh immer, das reicht auch für eine Woche, immer so ein paar Stücken in Honig reintunken, super fürs Immunsystem. Ich hoffe, jetzt haben wir erstmal beim Gemüse alles durch. Jetzt brauchen wir noch Apfel. Sorry, ja, waren vergessen, Digga. Waren vergessen. Wir haben genau 7 Äpfel. Aber hier Schimmel dran, das ist crazy. Guck mal, was hat Pink Lady? Aktion, 2,50 aber. Die sehen gut aus. Der ist gut. Und dann nehmen wir uns noch einen für einen Special Day, einen grünen. Dann haben wir genau 7. Jeden Tag einen Apfel. One apple a day keeps the doctor away. Was sagt der Zwischenstand, Adit? Ich will nicht ausrechnen, weil dann ist alles weg. Ich will am Ende einmal durchrechnen. Er ist bei 1900. Was? Was? Du bist bei Lira? Das ist mein Leder, ja. Am Ende rechne ich wieder um in Euro. Okay, tamam. Warum? Warum hast du aber so eine Einstellung? Weil es für den Türkei waren, deswegen hat sich das umgerechnet. Eine war von 10 Tagen. Digga. Das ist verrückt. Ah, okay, Digga. Ich überlege gerade, was haben wir jetzt hier? Okay, Gemüse, Obst haben wir schon mal. Jetzt würde ich noch Eiweiß. Eiweiß haben wir jetzt auch noch mal. Hier, wir brauchen jetzt Hähnchenbrust. Also an alle natürlich, die auf Halal achten und sowas. Holt natürlich euer Fleisch beim Türken oder beim Metzger eures Vertrauens. Wir machen jetzt natürlich hier nur eine Testrechnung, damit man das besser nachvollziehen kann. So, jetzt ist die Frage. So, wir machen natürlich versuchen Low Budget, so viel wie möglich einzukaufen. Ich persönlich würde natürlich jetzt dann eine höhere Halterungsform nehmen und dann ein bisschen weniger Fleisch essen über die Woche. Aber das dann muss ja jeder für sich selber entscheiden, wie er das am besten machen will. Also ich verteufel es nicht, ich würde es anders empfehlen, aber wie gesagt, müsst ihr dann selber für sich selber wissen, ob ihr dann mehr Fleisch essen wollt oder mehr Bock, mehr Fleisch zu essen oder ein bisschen tiefer in die Tasche greift, weniger Fleisch, aber ein bisschen höhere Qualität. Rinderhack brauchen wir noch, 500 Gramm. Ich checke immer meistens noch gegen, aber weil manchmal mischen die das auch mit Schweinefleisch, aber das ist 100% Rinderhackfleisch. So, dann haben wir erstmal hier in der Fleischabteilung gleich noch zu den Eiern. Wie oft die Woche gehst du einkaufen? Ich bin immer ein Fan davon, nicht immer einen ganzen Wocheneinkauf für die ganze Woche, sondern ich mache es immer so 2-mal, so für 3 Tage. Mache ich es meistens immer. Vielleicht nach 3 Tagen Lust habe auf was anderes, weißt du? Immer so, weil wir jetzt auch sehr viel unterwegs sind, versuche ich eh immer, weil das, was ich über alles hasse, ist dann, wenn Sachen schlecht werden und dann man Sachen wegschmeißen muss. Kriege ich meine Krisen. Genau, ich weiß nicht, haben wir hier auch bei Kohlenhydraten Vollkorn-Wraps. Ich würde jetzt aber ich überlege gerade, ob wir die Wraps nehmen oder ob wir Toast nehmen. Ich glaube, vom Volumen ist Toast mehr als Wraps. Wenn wir jetzt hier Vollkorn, genau. Oder Toast ist OG, ja. Das ist wirklich War ja immer Double-Check. Freilandhaltung, fast Größe L. Achtet immer drauf, nehmt lieber immer, wenn die Möglichkeit L nehmt, anstatt M. Bisschen mehr Eiweiß, jeder Gramm zählt. Jeder Gramm zählt. So, 20 Eier und dann System. Super. Es gibt immer einen Fehler, den man niemals machen sollte, hungrig einkaufen gehen. Und ich bin gerade hungrig und ich möchte eigentlich alles andere auch noch hier reinladen, aber ich bleib professionell. Umso wichtiger die Liste jetzt. Umso wichtiger die Liste. Weil am liebsten würde ich diese ganze Packung mit Nutella und Erdnussbutter wegknallen, sag ich ehrlich. Gerade habe ich darauf richtig Bock einfach. Wir hätten jetzt normalerweise noch Whey-Protein mit reingenommen in die Rechnung. Aber wenn wir so rechnen, wenn ihr jetzt 1 Kilo Whey holt und meinem Code da sozusagen noch spart, habt ihr, glaube ich, pro Portion genau unter einem Euro. Wenn du nennst das jetzt ja 7 Euro die Woche pro Portion, würde man jetzt 7 Euro noch dazu rechnen. Und den Whey habt ihr einen Monat, je nachdem wie viel Gramm ihr nimmt. Und ist meistens sowieso online günstiger. Also ich würde immer Whey und sowas würde ich immer online holen. Dann haben wir, Haferflocken hier unten. genau, haben wir 1 Kilo Zart. Ich mag Zart immer am meisten. Mehr als kernig, weil irgendwie verdauen sie sich besser, ja, bei mir. Die brauchen auch nicht so lange zum Aufquellen. So, dann haben wir Erdnussbutter. Ich bin immer, jetzt müssen wir mal gucken, welches ist. Ich würde euch eigentlich immer meistens eher empfehlen, Erdnussmus zu nehmen, weil es dann zu 100% Erdnüsse sind. Bei Erdnussbutter ist immer so ein paar andere Sachen, meistens auch zugesetzter Zucker drin. Aber weil wir hier ein bisschen an den Kosten sparen, gucke ich gerade, welches jetzt am preisgünstigen ist. Erdnussbutter Crunchy. 350, ja. Crunchy, habt ihr noch ein bisschen Stücke mit drin. 1,75. Super. Und ein Honig. So, bei Honig, Blütenhonig, brauche ich jetzt nicht viel dazu sagen. Mittlerweile dippe ich in Honig alles, Dicker. Nehmen wir jetzt noch Konserven, Kidneybohnen und Mais. Super zum Aufpimpen für Salate, Wraps, wie auch immer, wenn ihr das letzte Full Day of Eating von mir gesehen habt. Ich bin ein riesen Mais-Fan. Nehmen wir direkt hier, genau, Mais, ja.
90 Cent und dann Kidneybohnen oder wollen wir Kichererbsen? Ist eigentlich genau das gleiche, ja. Das sind 600 Gramm, 3 x 200 haben wir hier 1,50. 1,50 für 600 Gramm und 60 Cent für 400 Gramm Kichererbsen. Sorry, Jungs. Wir müssen essen die Kichererbsen. Thunfisch, 3 Dosen pro Dose. Ist das eigener Saft? Gute Frage, Paul. Genau deswegen bist du da. Dressing mit Gemüse. Nee, das wollen wir natürlich nicht. Achtet hier auch immer auf eigenen Saft. Manchmal ist hier noch zugesetztes Öl. Hier mit Sonnenblumenöl, das nicht. Spart euch das Fett und macht wieder ein schönes, gutes Olivenöl anstatt das. Aber hier, die haben mit natürlichem Olivenöl extra. Nein. Ja, ich glaube, das ist der hier, der alle ist. Der ist alle, ja. Also fürs Video, damit ihr checkt. Jetzt, wir hätten normalerweise jetzt die billigen genommen. 3 x 1,30. Wir nehmen jetzt aber dann, genau, ein. Ich würde aber zusätzlich noch, so, dann nehmen wir noch eine Packung rote Beete. Das sind immer so Bälle, könnt ihr euch immer 1, 2 Bälle mit in den Salat reintun. Kostet 1,20. Super. Warum rote Beete? Erweitert die Blutgefäße. Dadurch habt ihr mehr Leistung beim Training, besseren Pump und bessere Ausdauerleistung. Aber muss man natürlich auch konsequent dann wirklich jeden Tag trinken, damit man auch den Effekt bekommt. Wenn ihr jetzt einmal hier so eine Kugel isst, da braucht ihr nicht viel. Um diesen Nitrateffekt wirklich zu bekommen, müsst ihr wirklich jeden Tag über einen längeren Zeitraum so mindestens 250 Milliliter, sage ich immer so, an rote Betesaft trinken, um den gewünschten Dings zu bekommen. So, geben wir Reis, nehmen wir direkt hier, ja, verpollt, spitzen nicht. Was ist das, 2 Kilo? Ne, 1 Kilo. Wir brauchen 2 Kilo. Ja, 2 Kilo Reis. Genau, eine Packung Nudeln. Haben wir hier die Ja-Dings, 500 Gramm. Penne, Rigata. Mag ich sogar am liebsten, ja. Ich mag Penne, ja, irgendwie. Vor Spaghetti? Oh, nee, doch nicht, ja. Spaghetti ist schon gut. Aber zum Beispiel, wenn du jetzt hier mal so, wenn wir mal so ein bisschen experimentieren würden, mag ich auch mittlerweile diese Muscheln. Warum? Weil wenn du jetzt so eine geile Tomatensauce machst, fängt diese Muschel die Tomatensauce auf und du hast die Soße auch mit, das klebt dann richtig, weißt du? So manchmal bei Spaghettis läuft es dann direkt zu sehr runter. Deswegen mag ich auch das hier, weil manchmal laufen die Soße dann so ein bisschen rein. Mehr Soßenhaftung, ne? So, jetzt brauchen wir nur Olivenöl. So, wir nehmen jetzt das hier. Hier haben wir 750 Milliliter natives Olivenöl für 6 Euro. Normalerweise hätten wir jetzt vielleicht noch eine kleinere genommen, aber die haben die kleineren Flaschen haben nicht mehr. Die würde jetzt auch, ich denke mal, 2 Monate vielleicht auch halten. Außer ihr fängt jetzt an, irgendwie Pommes zu frittieren oder sowas, dann natürlich nicht. Tatsächlich, durch diese Airfryer-Bewegung und sowas verwendet man kaum noch Öl. Also ich persönlich benutze Öl fast nur noch für Salate oder ja, doch, wenn ich mir Eier brate und sowas halt. So, aber sonst, aber eigentlich immer so, ja, meistens ja auch Spray, dann stimmt. Haben wir Budget für Light Ketchup? Nein, haben wir noch im Kühlschrank. Der Kühlschrank, stark. Ist auch so ein Ding, Soßen hast du ja auch meistens zu Hause, wo du dir dann auch Geschmack dann noch holst auf die. Gehen wir zu den TK, Obst und Gemüse, weil da seid ihr meistens sogar immer Preis-Leistung immer besser dran. Und ihr könnt es natürlich auch länger halten im Tiefkühlfach. Habt ihr länger was davon. So, Brokkoli und Beeren würde ich auf jeden Fall mitnehmen. 1 Kilo Brokkoli. 2,39. Warum Brokkoli, wenn ihr so ein bisschen sparen wollt? Ist einfach einer der nährstoffreichsten Gemüse, die man so haben kann. So, hier wäre auch noch mal Brokkoli gewesen, aber wir brauchen jetzt noch, nehmen wir noch ein Kaisergemüse. Habt ihr noch Blumenkohl dabei und Karotten? Auch 2,40 Euro. Ja, der Wagen schon, guckt dir das an. Und wir reden von einer Person. So, nehmen wir den Beerenmix. Und das. Beerenmix, 750 Gramm. Haben wir hier 3,30, Digga, ja? 3,30? Das ist die große Packung, ne? Digga, die sind auf jeden Fall günstig geworden, ne? Kultur Heidelbeeren auch 3,30. Crazy, die habe ich auf jeden Fall günstiger in Erinnerung, ja? So, jetzt kommen wir zu den Milchprodukten. Kommen wir direkt hier zum Mr. OG. Magerquark. Da nehmen wir direkt 7 Stück mit. Aber 3,5 Kilo stand drauf. Ja. 3 Kilo, einer ist geschenkt. Mach zurück, sonst zu teuer. Warum 60 Dings? Wir haben gespart gehabt bei dem Rote Beete. Vertrau mir, ich hab's gut im Dings. Vertrau mir. Die 60 Cent, die 70 Cent sind auch drin. Skier. Da würde ich jetzt dann verzichten auf Skier. Wenn wir jetzt schon jeden Tag ein Magerquark haben, wo willst du denn Skier noch reinkloppen? Wenn du jetzt 1 Kilo, 500 Gramm Magerquark und darauf dann noch Skier essen, boah, das ist crazy. Ich gehe jetzt nur nach der Liste, weil da stand, wie viel Skier? Ja, da stand dann noch 2 Kilo Skier. Dann lass 1 Kilo Skier nehmen. Weil die Proteins müssen ja auch trotzdem stimmen. Ja, was so richtig. Ja, dann würde ich aber lieber... Ja, egal. Was? Nein, okay, dann machen wir so, passt. Wenn du dich jetzt nur noch für Magerquark oder Skier entscheiden müsstest, was würdest du nehmen? Ich würde OG Magerquark nehmen. Ich esse nicht so viel Skier. Obwohl der eigentlich besser ist vom Geschmack.
Ja, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass so Magerquark so... Ja, ist so einfach, so wenn dann richtig. Ja, genau, so wenn dann richtig, genau. Das ist, wenn dann richtig, genau, muss dann richtig reingehen. So Ski ist mir zu soft. Das ist so, als ob du so ein bisschen cheatest. Ich weiß nicht warum. Dann haben wir jetzt hier noch Frischkäse und sowas. Light Reibekäse, Light Frischkäse. Ich glaube Frischkäse, genau, haben wir da. So, Frischkäse haben wir hier. Light-Variante, Doppelrahmenstufe, Quiser, Ballons. Eine Packung Light Frischkäse. So, da könnt ihr zum Beispiel, sage ich ehrlich, wenn ihr zum Beispiel euch jetzt keinen Bock habt, Magerquark reinzuhauen, da könnt ihr dann vom Preis her gucken, ob ihr das dann eventuell ein bisschen ausgleicht mit Frischkäse. Dann nur 3 Magerquark, 3 Frischkäse. Wisst ihr, was ich meine? Das könnt ihr dann individuell dann betiteln. Bloß das Ding ist, wenn ihr natürlich jetzt auf die Packung, auf 500 Gramm, habt ihr natürlich hier, was haben wir hier, 60 Gramm Eiweiß. So, wenn du auf deinen Eiweißbedarf kommen willst, dann ist das natürlich dann die bessere Wahl. Aber wenn ihr natürlich ein bisschen Geschmack und eher so Frischkäse-Sachen haben wollt, müsst ihr damit klarkommen, wenn das Eiweiß am Ende fehlt. So, Light Reibekäse. Digga, das ist einer meiner Top 10 Lebensmittel, ja? Ja, auch zu Ei und so. Ja, maximal. Ich liebe es übertrieben. Light Käse ist OG. Okay, ich glaube, wir haben, sagt die Liste. So, wie gesagt, wir hätten jetzt noch in die Rechnung mit Salz, Pfeffer und so gerechnet, aber ich glaube, weil wir bei der einen Sache ein bisschen mehr genommen haben, sollte das jetzt eigentlich hinkommen, ja? Mal gucken. Adet, rechnen wir jetzt aus? 5000 Liter. 93. Oder 93 Euro? Oder wir haben noch 7 Euro. Da würde ich sagen, die machen wir auch noch voll. Da haben wir ein rundes Ding. Nutella ist auch im Angebot. Also, guck mal, nein, jetzt machen wir wirklich so. Jetzt haben wir 7 Euro. Jetzt können wir, weil jetzt haben wir die Basics drinne, das, was der Körper braucht, um optimal Leistung zu bringen. Ich sag ja immer, wenn du Formel 1 Wagen performen willst, musst du auch Super Plus tanken. Das ist jetzt Super Plus. Jetzt haben wir jetzt noch 7 Euro da für ein bisschen Nascherei. Was nehmen wir? Bueno Eis. Ich sage eisiger, ja, wir müssen Eis nehmen, sag ich ehrlich. Aber guck mal, wenn du jetzt sagen würdest, wir nehmen jetzt ja, ich bin immer ein Fan davon, so ausgewogen und ausgeglichen. Man könnte jetzt noch sagen, wir würden jetzt noch Zartbitterschokolade nehmen. Könnte man jetzt noch nehmen. Aber ich sag ehrlich, es ist warmes Wetter, Sommer. Ich habe mehr Bock auf Eis als Zartbitterschokolade. Deswegen suchen wir uns jetzt Eis aus. Okay, warte mal. Wir müssen jetzt ein bisschen... Eine Packung Snickers White, eine Packung normal Snickers. Weil hier sind wie viel drin? 5 Stück. Und hier sind auch 5. Und da haben wir genau Pass vom Preis. Oder? Nee. Oder Pass? Adet, rechne mal. Nochmal 3,70, 3,70. 101? Ja, genau bei 101. Ja, Digga, ich sag zählt. Zählt. Und wir brauchen auch Tragetaschen. Ja, wir nehmen eine Packung. Weiß oder normal? White, wa? White. White oder normal? Normal. Aber Bruder, das triggert mich, dass du jetzt nicht jeden Tag ein Eis essen kannst. Da sind nur 5 Stück drin. Es ist wie es ist, Jungs. Aber dass der trotzdem white ist, ist crazy. Warum willst du nicht White? Digga, White ist so viel... Bruder, White ist viel geiler. Was sagst du, White oder normal? Wenn du jetzt bei der Tankstelle bist, worauf greifst du? White oder normal? Weil die nie White haben, würde ich immer White nehmen, wenn sie es haben. Guck mal, White ist so ein Braunbär, ein Schwarzbär siehst du öfters als einen weißen Bär. Du musst es mehr zelebrieren. Checkst du, was ich meine? Und damit hast du mich. Ja, ist ein Argument. Damit hast du mich. Wir haben alles, wir gehen runter. Also entweder Adet falsch gerechnet, aber Bruder, wenn das wirklich jetzt 100 Euro ist, das ist schon crazy. Was? Ich glaube, der Lira ist auch gefallen wieder. Der Lehrer ist gefallen. Schreibt mal gerne auch in die Kommentare, ob euer Einkaufswagen auch so voll ist, wenn ihr einen Wocheneinkauf macht oder wie viel ihr im Monat ungefähr ausgibt, wenn ihr einen Wocheneinkauf macht. Würde mich voll interessieren. Ich sag ehrlich, ich bin schon etwas überrascht, weil man weiß ja mittlerweile, dass Lebensmittel auch teurer geworden sind und teurer werden, dass man trotzdem immer noch so viel bekommt. Ist schon verrückt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Wagen so voll wird, muss ich ehrlich sagen. Wir haben ja die Liste gemacht, aber das jetzt hier nochmal so zu sehen, ist top. Klar, natürlich, wie ich jetzt auch vorher gesagt habe, hätte ich jetzt bei Fleisch und sowas oder bei ein paar anderen Sachen hätte ich vielleicht so ein bisschen höhere Qualität genommen oder vielleicht die Bio-Variante. Dann wäre es natürlich im Volumen ein bisschen weniger gewesen. Aber weil wir jetzt hier auf 100 Euro kommen wollten, war das erstmal der Hauptmerk. Oh, noch eine Tüte, Bruder. Nimm mal eine kleine Tüte. Sieht gut aus, wa? Warte. 107, Bruder. Egal, was soll ich sagen? Genau, das Olivenöl war jetzt ein bisschen teurer als erwartet und Ingwer habe ich auch noch mit reingemacht. Rewe Bonus-App, kein Spanken. Also, danke, Bruder, danke. Vielen Dank. Dankeschön. Schönen Tag noch, danke. So, Einkauf fertig. Wir haben am Ende 102 Euro gezahlt. Ich würde sagen, wir kamen eigentlich relativ gut ran. 100 Euro Fitness-Einkauf für eine Woche. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen für euren nächsten Wocheneinkauf, um auf eure Gains zu kommen. Und ja, Mann, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like da, abonniert den Kanal. Schreibt gerne in die Kommentare, wo man vielleicht
als nächstes Mal 100 Euro Einkauf machen kann oder andere Budgets oder wo man sagt, ey, keine Ahnung. Schreibt einfach eure Ideen rein, was passen würde. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Spätestens.